Die Wochennachrichten im Überblick. Neue Corona-Regeln für ganz Deutschland. Laschet trifft sich für CDU und CSU an. Baerbock will Bundeskanzlerin werden. Erinnerung an Corona-Tote. EU hat neues Klimaziel. Presse ist nicht mehr so frei. Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten in einfacher Sprache beim Nachrichten. Heute ist Freitag, der 23. April in Deutschland. Jeden Freitagabend können Sie auf diesem Kanal die wichtigsten und aktuellsten Nachrichten der Woche aus aller Welt verfolgen. Außerdem können Sie auch die Untertitel aktivieren und den Text lesen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu lassen. Nun kommen wir zu den Details. Neue Corona-Regeln für ganz Deutschland. Die Bundesregierung hat eine Corona-Notbremse beschlossen. Für die neuen Regeln gibt es ein Gesetz. Es heißt Infektionsschutzgesetz. Der Bundestag und der Bundesrat haben dem Gesetz zugestimmt und der Bundespräsident hat es unterschrieben. Was ist eigentlich der Bundesrat? Der Bundesrat ist der zweite Teil des deutschen Parlaments. Der erste Teil ist der Bundestag. Im Bundesrat sitzen Politiker aus allen Bundesländern. Der Bundesrat wird deshalb auch Länderkammer genannt. Wenn der Bundestag ein Gesetz machen will, muss er oft auch den Bundesrat fragen. Die Oppositionsparteien im Bundestag haben die Regeln kritisiert. Die FDP ist vor allem gegen Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, in Städten und Landkreisen, in denen es besonders viele Ansteckungen gibt, ist es verboten, nachts auf die Straße zu gehen. Die FDP will gegen das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Die neuen Regeln sollen bis Ende Juni gelten. Die neuen Corona-Regeln gelten für ganz Deutschland. Bisher hat es unterschiedliche Regeln in den einzelnen Bundesländern gegeben. Für die Schulen gilt dann, wenn die Inzidenz über 165 liegt, gibt es Unterricht nur noch zu Hause. Menschen dürfen nur noch dann in Geschäften einkaufen, wenn sie einen negativen Corona-Test haben und einen Termin gebucht haben. Supermärkte, Apotheken und Drogeriemärkte bleiben weiterhin geöffnet. Als der Bundestag in Berlin am Mittwoch über das Gesetz diskutiert hat, haben 8000 Menschen vor dem Reichstag demonstriert. Viele Menschen haben keine Masken getragen und nicht den nötigen Abstand eingehalten. Die Polizei hat 200 Personen festgenommen. Die Polizei hat die Demonstration beendet. Laschet trifft für CDU und CSU an. Bei den Schwesterparteien CDU und CSU hat es Streit gegeben, wer der Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl werden soll. Jetzt wurde entschieden, Armin Laschet von der CDU soll für die Union aus CDU und CSU antreten. Die CSU wollte eigentlich, dass es ihr Chef Markus Söder macht. Sie hat gesagt, Söder ist bei den Wählerinnen und Wählern beliebter als Laschet. Viele wichtige Menschen in der CDU haben sich auch für Söder ausgesprochen. Doch dann gab es eine lange Sitzung von den wichtigsten CDU-Mitgliedern. Nach langen Diskussionen haben sie in der Nacht abgestimmt, Laschet soll Kanzlerkandidat für die Unionsparteien werden. Am nächsten Tagen hat dann auch Markus Söder gesagt, ich nehme mein Angebot zurück. Laschet ist unser Kanzlerkandidat. Jetzt gibt es noch immer Diskussionen in der CDU, ob die Entscheidung richtig war. Doch viele sagen auch, wir wollen jetzt gemeinsam mit Armin Laschet nach vorne blinken und in den Wahlkampf ziehen. In der Bevölkerung fanden viele die lange Diskussion nicht gut. Sie sagen, CDU und CSU sind aktuell in der Regierung und sollten sich lieber um die Corona-Pandemie kümmern. Baerbock will Bundeskanzlerin werden. Annalena Baerbock ist Parteichefin von den Grünen. Baerbock will neue Bundeskanzlerin werden. Die Grünen stellen mit ihr zum ersten Mal eine Kandidatin für das Bundeskanzleramt auf. Im September wird in Deutschland ein neuer Bundestag und eine neue Regierung gewählt. Die Partei, die die Wahl gewinnt, entscheidet über den neuen Bundeskanzler und die neue Bundeskanzlerin. Der Bundesvorstand von den Grünen hatte entschieden,
Baerbock soll als Bundeskanzlerin kandidieren. Es gab noch einen zweiten Kandidaten bei den Grünen, Robert Habeck. Er ist auch Parteichef. Im Juni trifft sich die Grünen-Partei. Dann soll die Entscheidung bestätigt werden. Zum ersten Mal haben die Grünen einen Kandidaten für das Bundeskanzleramt benannt. Das liegt daran, dass die Grünen gute Umfragewerte haben. Das heißt, die Grünen haben die Möglichkeit, die Bundestagswahl zu gewinnen. Baerbock hat gesagt, was sie besser machen will, wenn sie Bundeskanzlerin wird. Sie will den Klimaschutz verbessern, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Europa verbessern und es soll mehr Gerechtigkeit in Deutschland geben. Manche Leute sagen, Baerbock hat keine Regierungserfahrung, zum Beispiel als Ministerin. Baerbock sagt dazu, ich stehe für etwas Neues und lerne sehr schnell. Erinnerung an Corona-Tote. In Deutschland sind mehr als 80.000 Menschen an den Folgen von einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Am Sonntag, 18. April, ist in Berlin an diesen Menschen erinnert worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Rede gehalten. Er hat gesagt, viele Menschen in Deutschland sind müde von der Corona-Pandemie. Die Menschen haben genug von dem Streit, welche Regeln gelten sollen. Steinmeier sagte auch, wir müssen auch an die Menschen erinnern, die im vergangenen Jahr nicht an dem Coronavirus gestorben sind. Viele Menschen sind alleine in einem Krankenhaus oder Pflegeheim an einer anderen Krankheit gestorben. Die Familie oder Freunde konnten sich nicht mehr verabschieden. Bei der Gedenkfeier waren auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Außerdem haben Angehörige von Verstorbenen gesprochen. Sie haben erzählt, wie schlimm es gewesen ist, dass sie sich von ihrem Ehemann, dem Vater, der Mutter oder der Tochter nicht verabschieden konnten. Es gab auch Gedenkfeiern in mehreren anderen deutschen Städten. EU hat neues Klimaziel. In der Europäischen Union gab es eine wichtige Einigung. Die EU-Staaten wollen bald viel weniger schädliche Klimagase ausstoßen als bisher geplant. Die Staaten haben sich mit dem EU-Parlament auf ein neues Klimaziel geeignet. Bis zum Jahr 2030 sollen nun viel weniger schädliche Klimagase wie CO2 in die Luft ausgestoßen werden. Bisher war das Ziel nicht so streng. Nur wenige andere Länder auf der Welt hatten bisher so hohe Klimaziele. Jetzt haben sich zum Beispiel auch die USA und Großbritannien strengere Klimaziele gesetzt. Klimaschützer sagen aber, eigentlich müsste das Ziel noch strenger sein, um den Klimawandel aufzuhalten. Und es ist noch nicht ganz klar, wie die EU-Länder das Ziel erreichen wollen. Sicher ist aber, es wird große Veränderungen in den EU-Staaten geben müssen. Zum Beispiel können Benzin, Gas und Fleisch teurer werden. Oder es werden mehr Solarmodule aufgebaut, mit denen man Strom aus Sonnenlicht machen kann. Das sind nur wenige Beispiele. Es wird sich viel verändern. Wenn das nicht passiert, könnte es zum Beispiel mehr Hitze und Stürme, schlechtere Obst- und Gemüseernten und mehr Kriege auf der Welt geben. Presse ist nicht mehr so frei. Die Organisation mit dem Namen Reporter ohne Grenzen beurteilt jedes Jahr die Situation für Journalistinnen und Journalisten in vielen Ländern auf der Welt. Deutschland hat immer gute Noten bekommen. Jetzt wurde Deutschland aber etwas schlechter bewertet. Reporter ohne Grenzen sagt, die Pressefreiheit in Deutschland war noch nie so schlecht wie im Moment. Denn zuletzt gab es immer wieder Schwierigkeiten für Journalistinnen und Journalisten, wenn sie zum Beispiel von Demonstrationen berichten wollen. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Regeln haben einige Menschen Journalistinnen und Journalisten angegriffen. Die Pressefreiheit steht im Grundgesetz und muss geschützt werden. Sie ist wichtig für die Demokratie. Dann nur wenn Journalistinnen und Journalisten frei berichten können, können alle Menschen in einem Land Zugriff auf möglichst viele Informationen haben. Das waren die Nachrichten der Woche. Was denken Sie über die Wochennachrichten? Denken Sie die Wochennachrichten in Einfachsprache hilfreich für Sie? Schreiben Sie es bitte in die Kommentare.
Wenn Ihnen dieses Video gut gefallen hat, freuen wir uns auf jeden Fall über einen Daumen hoch. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Freitag. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, Ihr Mr. Nachrichten.